Hallo und einen schönen guten Morgen aus dem wunderbaren Koh Samui. Ja, wir haben heute den 24. Montag. Ich kann also nur sagen, am Wochenende war es ganz toll, das Wetter. Ja, wie war das Wetter? Ich hatte auch in Facebook ein kurzes Video gepostet. Das kann ich hier auch mal zeigen. Ja, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, die Inseln sehen wir. Seit Tagen schon ist morgens Windstille, eine gute Fernsicht, zeige ich euch gleich. Aber ich gucke gerade über den Berg, das sieht da nicht gut aus. Da kommt heute eine Wetteränderung. Das sieht nach etwas Feuchtem aus. Gucken wir mal die Daten. Wir haben 27,1 Grad. 72% Luftfeuchtigkeit und kurz vor 7 Uhr. Wir haben eine relativ gute Fernsicht, da hinten bis zum Marine Park, das sind so 16 Kilometer. Dann schwenken wir mal rüber. Wir sehen sogar Koh Tao in der Ferne, also 50 Kilometer haben wir auf jeden Fall. Und hier die Sicht nach Koh Phangan. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber was jetzt über den Berg kommt, ja, da sind ein Haufen Wolken. Ein ganzes Wolkenband kommt da an. Ich hoffe nur, dass sich jetzt da oben das alles zerlegt. Ansonsten könnte es sein, dass es heute mal wieder regnet. Und die Wolken kommen von da hinten vom Marine Park. Der Wind kommt auch von da. Also das zieht schon nach hier. Also heute gebe ich keine Garantie ab. So, momentan haben wir dieses hier. Der Wind kommt auch von hier, das stimmt. Und wir haben keinen Regen. Alles was blau ist und eingefärbt, das ist ja auch Regen. Und jetzt lassen wir das mal durchlaufen vom 24. heute. Also sieht doch nicht schlecht aus. Also heute Abend regnet es und das spielt ja keine Rolle. Morgen ist es auch wieder trocken. Ja, es sieht also gut aus. Ich glaube, wir können beruhigt eine Tasse Kaffee trinken. Das geht alles auf die andere Seite. Also jetzt, wenn es regnet, dann regnet es drüben in Nathorn und Lipa Neu. Möchtest du einen leckeren Hamburger essen? Von einem deutschen Ehepaar, von Daniel und Andrea. Hier in Bangkok seid ihr denn richtig. Hier oben mache ich den verlinkt, dann könnt ihr genau sehen, wo das ist. Ja, hier nochmal ein Hinweis zu meinen Filmen und den Untertiteln. Das habe ich zwar schon ein paar Mal erwähnt, aber hier sind ja auch immer neue Zuschauer dabei. Was da geschrieben ist, ist nicht hundertprozentig. Ich habe den deutschen Text nicht korrigiert oder nachgelesen, weil das viel zu viel Arbeit ist. Also 1:1, wie YouTube das empfangen hat, verstanden hat, auch mit meinem Dialekt, habe ich das so stehen lassen. Das wird dann in Russisch, in Englisch und Thai übersetzt. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, wenn es störend ist, vor allen Dingen für die Deutschen, dann unten ist ein kleiner roter Strich. Da klickt ihr drauf, das ist so wie eine kleine Tastatur dargestellt und dann ist das Ganze weg. Aber es freuen sich immer wieder die Englisch sprechen. Ich sehe es, englisch sprechende Kommentare bekomme ich auch von Leuten. Die sind natürlich froh, wenn sie in etwa einen Hinweis bekommen, was da alles in dem Film los ist. Ja, und Florenz macht mal Pause. Ja, also ich habe also jetzt vor, am 26. Mittwoch werde ich meine letzte Nachrichtensendung machen und dann am 3. wieder, so um den 3. rum, November, kommt denn das nächste Aktuelle. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt in einem Filmloch fallt. Ich würde also über den Button Community, den habe ich ja, werde ich euch Filmvorschläge bringen, vor allen Dingen von Playlisten, die ich ja gemacht habe im Laufe der Zeit. Es sind so über 60 Playlisten, die ich habe. Und die bekommt ihr, und insgesamt habe ich jetzt 1600 Filme in meinem Kanal, dass diejenigen, die jetzt ohne meine Filme nicht auskommen,
dass die zumindest einen Link bekommen, was Neues zu sehen. Ja, und dann ist mir noch was Neues eingefallen. Wir reden ja hier viel über das Wetter, wie das Wetter auf Koh Samui ist. Schreib du, wenn du in Thailand bist, wo du bist, wie das Wetter ist und wie anscheinend morgen das Wetter ist. Das ist für diejenigen interessant, die jetzt nach hier reisen und die trauen dem Wetterbericht nicht. Und dann bekommen die aktuell von dir den Wetterbericht, wie es bei dir aussieht. Das würde mich also freuen. Schreib das einfach unten in der Kommentarleiste rein. Ja, diese Woche, am Donnerstag, kommt dann Fox wieder. Der Film ist noch immer nicht ausgestrahlt in Deutschland. Die brauchen noch Drehmaterial, deswegen kommen die nochmal und fragen jetzt also nach, wie es beim Daniel ist. Die haben mittlerweile natürlich auch mitbekommen, dass ich Single bin. Und das war ja auch dieses Thema. Und ich schätze, eine Woche bleiben die wieder hier. Und Dreharbeiten finden statt. Und daher habe ich dann auch keine großartige Zeit, jetzt Filme zu machen, irgendwo hinzufahren, aktuell was zu machen. Momentan mache ich sehr viel, vor allen Dingen bei Oma. Die ist also ganz schwer gestürzt. Da kommt auch ein Film. Und diesen Film gebe ich dann heute auch frei für meine Kanalmitglieder. Die können sich den schon ansehen, aber das kommt erst nächste Woche für die anderen. Ja, und wir haben ja bald Weihnachten und man kann ja schon seinen Wunschzettel abgeben, glaube ich. Und Florenz hat 2 Wünsche. Erstens, dass ihr euch die Filme bis zu Ende anschaut. Das ist also sehr, sehr wichtig für den Algorithmus bei YouTube. Dann sagt er nämlich, der Film war gut. Und ich komme in einer Ranking ein bisschen höher, dass die also auch woanders praktisch meine Filme vorschlagen, wo ich normalerweise nicht erscheine. Und somit bekommt man mehr Zuschauer. Das nächste ist, ich habe jetzt knapp 29.000 Abonnenten und es ist eigentlich mein Ziel, Ende des Jahres die 30.000 Marke zu knacken. Was ich gesehen habe, rund 60% meiner Zuschauer haben noch kein Abo abgeschlossen. Das Abo kostet nichts. Ihr könnt jederzeit auch das Abo löschen, wenn euch meine Filme nicht gefallen oder meine Themen. Aber wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr ein Abo und dann steigt man also auch in der Liste höher, also sprich über 30.000. Und ihr werdet auch immer wieder informiert, wenn ich einen neuen Film oder eine Information von meinem Kanal an euch weitergebe. Da würde ich mich richtig darüber freuen, wenn ich wirklich die 30.000 knacken würde. Und das wäre ein Weihnachtsgeschenk. So denkt mal drüber nach, wie gesagt, es kostet nichts. Und wir sehen uns am Mittwoch. Das ist der letzte Nachrichtentag für mich. Und dann hat Florenz eine Woche Urlaub. Okay, tschüss.